Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Nadelspiel strickt. Ein Nadelspiel besteht aus 5 einzelnen Nadeln, alle in derselben Stärke. Ein Nadelspiel kann für verschiedene Dinge verwendet werden, typischerweise für Socken oder auch für Bündchenstricken. Jetzt zum Beispiel wie hier. Ich habe auch gerade gesehen, mir ist hier ein kleiner Fehler unterlaufen, den ich nachher nachbessern muss. Stricken mit dem Nadelspiel kann etwas tricky sein, vor allem wenn es auch noch ein bisschen dickere Nadeln sind, wie hier. Bei mir in diesem Fall habe ich heute Größe Nummer 7, was eigentlich sehr groß ist, finde ich. Beim Sockenstricken verwendet man viel kleinere, 3 oder 2,5er. Ich persönlich finde, je kleiner die Nadelgröße, desto einfacher ist es zum Stricken. Jetzt hier in diesem Beispiel verwende ich diese dicken hier, um euch einfach zu zeigen, wie das funktioniert, weil ich auch bei meinem Pullover das Bündchen fertig stricken möchte. Ich mag es, wenn ich hier auf der Seite, wo ich die Seitennaht gestrickt oder gehäkelt habe, fange ich gerne an. Dann nehme ich den Faden, den ich hier jetzt in dem Fall doppelt führen muss. Lasse ich immer ein bisschen was zum Vernähen übrig. Dann, ich halte jetzt so das Ende, damit das nicht verrutscht. Grundhaltung einnehmen und schwupps, ziehe es durch. Wenn es euch irgendwie schwierig fällt, dann könnt ihr hier den Anfangsfaden einfach zur Hilfe einfach hier mal so einen Knopf machen mit oder einfach irgendwie befestigen. So. Jetzt verrutscht mir hier der Anfang nicht und das ist doch schon praktisch. Dann also nehme ich jetzt einfach mal auf, so viele wie nötig sind. Wenn euch das Auffassen schwerfällt, weil die Maschen klein sind oder eng sind, verwendet doch ruhig auch eine Häkelnadel. Schwupps, dann könnt ihr es einfach so durchziehen und lala, da habt ihr es schon. Also gut, bei meiner Arbeit heißt es, dass ich 12 Maschen pro Nadel nehmen soll und hier habe ich schon mal die ersten 12. Das heißt, jetzt nehme ich einfach die nächste Nadel und mache hier einfach weiter. Falls ihr Angst habt, dass euch die Maschen, die bereits auf der Nadel sitzen, runterrutschen, dann nehmt doch so Maschenstopper. Die könnt ihr so einfach am Ende der Nadel hinklemmen. Also gut, jetzt habe ich alle meine Maschen gleichmäßig verteilt auf das Nadelspiel, das jetzt so aussieht. Ich habe jetzt 4 Nadeln mit Maschen bedeckt und eine Nadel, die ich übrig habe. Und mit der stricke ich jetzt weiter. An der ersten Nadel habe ich die Stopper hin und nun fange ich mal an zu stricken, damit ihr seht, wie das funktioniert. Und zwar mache ich rechts Maschen, stricke rein, hole mir den Faden, mache ich bei der ersten Masche einen Maschenmarkierer hin. Dann weiß ich immer, wenn ich die Runde abgeschlossen habe. So. Wie ihr sehen könnt, stricke ich jetzt alle Maschen, die auf einer Nadel sind, in die Nadel, die übrig geblieben ist. Das heißt, sobald ich dann mit der Nadel fertig bin, habe ich wieder eine neue leere Nadel. So. Voilà, das sind
Dann sind sie hier neu auf der und hier ist die leere Nadel. Dasselbe Spiel, das macht man jetzt für die ganze Runde oder für die ganze Arbeit, so lange wie man halt das braucht. Ich hätte mich filmen müssen, wie ich das beim ersten Mal gemacht habe. Ich bin schier verzweifelt, weil ich habe das einfach nicht gecheckt, okay? Ich habe auch ständig irgendwie die Maschen verloren. Und jetzt, wo ich das mehrmals geübt habe, kommt mir das irgendwie ziemlich einfach vor. Daher nicht verzweifeln, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Einfach immer wieder üben und irgendwann werdet ihr sehen, das klappt dann wie von selber. Wenn ihr beim Nadelwechsel seid, dann empfehle ich euch, dass ihr möglichst nah mit dem Faden bei den 2 Nadeln seid und nicht, dass zu viel Abstand dann hier dazwischen gerät. Also fest anziehen, geht ihr rein und holt euch gleich den Faden und gut anziehen und dann könnt ihr weitermachen. Dann könnt ihr das auch so in die Mitte reinschieben, damit euch die Maschen nicht runterfallen und einfach weitermachen. Lasst mich wissen, was ihr einfacher findet, ob euch das problemlos gelingt mit dicken Nadeln oder ob euch insgesamt das mit dem Nadelspiel ziemlich gut gelingt. Ich finde, das war für mich so die größte Herausforderung bislang beim Stricken. Wie gesagt, ich habe jetzt auch noch nicht allzu viel im Stricken gemacht. Ich bin auch noch Beginnerin. Falls ihr noch Fragen habt dazu, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!